Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Sie dachten, sie wären auf alles vorbereitet. Aber der Marianengraben hatte andere Pläne. Die Wissenschaftler tauchten in Erwartung des Ungewöhnlichen. Aber auf das hier waren sie nicht vorbereitet. Was die Kameras aufnahmen, war nicht nur seltsam, es war unmöglich. Eine Entdeckung, die so eindringlich und unwirklich war, dass sie die wissenschaftliche Welt in ihren Grundfesten erschütterte. Gerüchte entzündeten sich, Theorien explodierten. Könnte es eine neue Spezies sein? Eine Botschaft aus der Vergangenheit oder etwas, das nicht von dieser Erde stammt? Was auch immer es ist dort unten. Lassen Sie uns eintauchen und die Wahrheit herausfinden, die sich in der dunkelsten Ecke unseres Planeten verbirgt. Gestielte Krinoiden. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie zarte Unterwasserblumen, die sich sanft mit den Gezeiten wiegen. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Diese Kreaturen, die als Seelilien bekannt sind lebende Fossilien mit einer Geschichte, die fast 1/2 Milliarde Jahre zurückreicht. Es gibt 2 Hauptarten. Die ersten sind die eleganten Seelilien, die ihr ganzes Leben lang mit einem Stiel auf dem Meeresboden verankert sind, wie außerirdische Pflanzen, die im Abgrund verankert sind. Die zweiten sind weitaus mobiler, Federsterne oder Komatuliden, frei schwimmende Wunder, die mit der Strömung tanzen und manchmal sogar klettern oder schwimmen, um dorthin zu gelangen, wo es die beste Nahrung gibt. Fossile Aufzeichnungen zeigen, dass gestielte Seelilien einst in alten Meeren gediehen. Ihre Stiele, Kelche genannt, verankerten sie am Meeresboden, während ihre gefiederten Arme wie Netze nach außen reichten. Diese Arme sind gerillt, fangen geschickt vorbeischwimmende Nahrungspartikel ein und leiten sie zu einem zentralen Mund, eine effiziente, überirdische Fressmaschine. Aber hier wird es noch merkwürdiger. Obwohl die meisten erwachsenen Seelilien heute ihre Stiele nicht mehr benutzen, sind sie nicht völlig passiv geworden. Mit ihren gefiederten Gliedmaßen können sie tatsächlich kriechen, klettern und sogar schwimmen, indem sie ihre Arme in 3 Abschnitte gruppieren und durch das Wasser pulsieren. Und obwohl sie wie Pflanzen aussehen, können einige Arten eine Geschwindigkeit von fast 600 Fuß pro Stunde erreichen. Nicht schlecht für eine kopflose, gliedmaßenlose Kreatur aus einer anderen Zeit. Einige ihrer Vorfahren ließen sich sogar auf altem Treibholz nieder und bildeten Kolonien, die durch prähistorische Ozeane schwammen. Heute klammern sich ihre Nachkommen an Felsen in den ruhigen, schattigen Teilen des Meeres, geheimnisvolle Relikte aus einer Zeit, in der die Erde noch nicht so aussah wie heute. Wenn Sie also das nächste Mal eine dieser seltsamen, schwankenden Formen sehen, denken Sie daran, Sie sehen einen Überlebenden des Massenaussterbens, ein lebendes Echo aus einer vergessenen Welt. Der Teleskopoktopus. Dies ist der Teleskopoktopus. Es handelt sich um eine seltsame Art von Tiefseekrake, die in tropischen und subtropischen Gewässern des Indo-Pazifiks in einer Tiefe von 150 bis 2000 Metern vorkommt. Diese Kreaturen werden in der Regel etwa 8 Zoll lang und sind so durchsichtig, dass sie fast unsichtbar sind, ähnlich wie ihre Verwandten, die Glaskraken. Diese Tiefseekreaturen haben ein durchsichtiges, gallertartiges Fleisch, das fast keinen Schatten wirft, was Raubtiere auf ihre Anwesenheit aufmerksam machen kann. Sie können fast ihren gesamten Körper unsichtbar machen, mit Ausnahme ihrer Augen und ihrer Verdauungsdrüse. Ihre Augen sind wirklich seltsam, da sie an Stielen befestigt sind, die sie buchstäblich aus dem Kopf herausragen lassen. Diese Kraken können sich dann im Grunde unsichtbar machen und einfach ihre eigenen Augen herausstecken, um alles um sich herum zu sehen. Daher auch der Name Teleskopkrake. Drachenkopf. Obwohl der Drachenfisch nur etwa 15 cm lang ist, macht er im tiefen, dunklen Ozean eine furchterregende Figur. Vor allem, wenn man ein winziges Lebewesen ist, das der Drachenfisch gerne als Mittagessen bezeichnet. Diese aalförmigen Raubtiere haben ein extrem grausames Grinsen. Ihre zahnbewehrten Kiefer machen sie zu einem furchterregenden Jäger, da sie damit Beute fressen können, die fast halb so groß ist wie sie selbst. Diese fiesen Zähne und die toten Augen machen die Fische schon furchterregend genug. Aber das, was sie in die Kategorie der Albträume einreiht, ist ihre Fähigkeit, unsichtbar zu sein. Ganz im Ernst, diese Kreaturen haben Reißzähne, die fast völlig durchsichtig sind. Das bedeutet, dass sie mit ihrer Umgebung verschmelzen und ihre potenzielle Beute, die fiesen, großen Kiefer, kaum sehen kann, wenn sie sich an ihren Köpfen festkrallen. Um das ohnehin schon unheimliche Aussehen des Drachenfisches noch zu verstärken, strahlt er außerdem ein unheimliches biolumineszentes Leuchten aus.
Er ist ein echter Gruselfisch, auch wenn er klein ist. Begeisterter Hai. Bei dem sogenannten lebenden Fossil handelt es sich um eine furchteinflößende, ja geradezu erschreckende, uralte Haiart, die zwar selten ist, aber immer noch von Zeit zu Zeit Menschen mit ihrem äußerst furchteinflößenden Aussehen und ihren haifischartigen Gewohnheiten bedroht. Es gibt zwar noch einige dieser Haie, aber sie werden so selten gesichtet, dass sie seit Menschengedenken nur ein einziges Mal lebend gefangen wurden. Dieses besondere Exemplar wurde in der Nähe des Lakes Entry in Victoria in Australien von einer Gruppe ziemlich überraschter Fischer aus dem Wasser gezogen. Es war ein so ungewöhnliches Ereignis, dass die Geschichte Schlagzeilen machte und die Fantasie auf der ganzen Welt beflügelte. Der super seltsame Hai stammt aus der Zeit vor mindestens 80 Millionen Jahren. Er treibt also schon so lange in unseren Gewässern herum, dass es kein Wunder ist, dass er als Fossil bekannt ist. Der Name Thrilled Shark, gekräuselter Hai, geht auf die 6 Paar gekräuselten Kiemen des großen Fisches zurück. Er sieht ein bisschen so aus, als hätte er ein elisabethanisches Aussehen, aber mit mehr Zähnen, als die meisten dieser alten, spießigen Porträts haben. Vampir-Tintenfisch. Der Vampirkalmar ist trotz seines Namens offenbar weder ein Tintenfisch noch ein Oktopus. Vermutlich ist er nicht einmal ein Vampir, aber wir sollten uns einfach vergewissern. Der Vampir-Tintenfisch ist eine Art kleiner Kopffüßer. Er lebt in tropischen und gemäßigten Gewässern auf der ganzen Welt in einer Tiefe von 2000 bis 3000 Fuß bei Temperaturen von etwa 2–3 Grad Celsius. Oh, ist das kalt. Das sind zwischen 35,5 und 37,5 Grad Fahrenheit. Diese einzigartigen Tiere unterscheiden sich völlig von anderen Arten und gelten aufgrund der Verschmutzung und Zerstörung ihrer Lebensräume leider als gefährdet. Sie können also wahrscheinlich verstehen, warum man sie Vampirkalmare nennt. Sie sind schwarz oder rot und haben eine seltsame, mit Schwimmhäuten versehene Haut, die wie ein Vampirumhang aussieht. Und sie haben auch extrem gruselige rote Augen, aber sie ändern nicht ihre Körperfarbe oder geben Tinte ab, wenn sie bedroht werden, wie andere Tintenfische es tun. Sie stoßen einen leuchtenden, klebrigen Schleim aus, der in ähnlicher Weise wirkt und potenzielle Fressfeinde verwirrt. Allerdings scheinen sie kein Blut zu saugen. Und sie werden auch nicht von der lästigen Krankheit der Unsterblichkeit geplagt. Zombie-Würmer. Zombie-Würmer sind eine Art Tiefseekreatur, die für ihre Vorliebe für Knochen bekannt ist. Das stimmt. Diese seltsamen Schlangen fressen alles, was ihnen in die Quere kommt. Sie leben tief unter der Wasseroberfläche und wurden in 2893 Metern Tiefe gefunden. Dort finden sie die Kadaver von toten Walen, deren Knochen sie mit Vorliebe verschlingen. Diese Würmer nutzen ihre einzigartige Physiologie, um sich in den Knochen zu bohren und an die darin befindlichen Lipide zu gelangen. Sie ernähren sich vom Kollagen der Knochen und machen überall in der Skelettstruktur Löcher. Diese Löcher nutzen sie auch, um sich vor potenziellen Raubtieren zu verstecken, die sich, wie wir bereits gesehen haben, von dem riesigen Kadaver eines Wals ernähren. Gigantische Amöben. Im Jahr 2011 entdeckten Wissenschaftler in den Tiefen des Marianengrabens besonders gruselige, gigantische Amöben. Auf einer Reise zum Marianengraben im Pazifischen Ozean setzten die Forscher alle möglichen neuen Technologien ein, um diese bisher unbekannten Bereiche der Tiefsee zu erkunden. Sie fanden die tiefsten bekannten Xenophilophoren, also Einzeller, die wir normalerweise als Amöben bezeichnen. Diese waren im Vergleich zu anderen Amöben ungewöhnlich, weil sie sehr groß waren. Einige der Exemplare waren bis zu 4 Zentimeter oder mehr groß, und das für eine einzelne Zelle, da diese Organismen nur eine haben. Die Wissenschaftler haben erklärt, dass es sich hierbei um die größten Einzelzellen handelt, die irgendwo existieren, zumindest soweit sie bisher bekannt sind. Sie wurden in einer Tiefe von bis zu 6,6 Meilen im Serena-Graben, einem Teil des Marianengrabens, gefunden. Vor dieser Entdeckung waren sie nur in einer Tiefe von 4,7 Meilen gefunden worden. Es gibt noch so vieles im Graben, das unbekannt und völlig rätselhaft ist. Aber was könnte man als nächstes entdecken? Mysteriöser metallischer Klang. Als Wissenschaftler zum ersten Mal ein sehr seltsames und bisher unbekanntes Geräusch hörten, das aus den Tiefen des Marianengrabens kam, flippten sie aus, weil Nerds nun mal so sind. Bei der 3,5 Sekunden langen Aufnahme handelte es sich um eine Art gruseliges metallisches Geräusch, das 2016 von einem autonomen Fahrzeug aufgenommen wurde, das in den sehr tiefen Gewässern des Marianengrabens unterwegs war.
Es gibt ein tieffrequentes Stöhnen, das im Allgemeinen mit Bartenwalen in Verbindung gebracht wird. Aber dieses spezielle Geräusch wurde bisher von Menschen noch nicht gehört. Dieses ungewöhnliche Geräusch, das den Bartenwalen zugeschrieben wird, hat den Spitznamen Westpazifik erhalten. Obwohl die Wissenschaftler es vorher nicht gehört hatten, konnten sie es nun isolieren und feststellen, dass es sich um einen Walruf handelt. Dies ist nicht das erste Mal, dass ein seltsames Geräusch unter dem Meer aufgezeichnet wurde. Andere merkwürdige Geräusche haben im Laufe der Jahre zu allerlei Spekulationen geführt. Und 1997 entdeckte die National Oceanic and Atmospheric Administration der Vereinigten Staaten, NOAA, unter dem Meer ein Geräusch mit hoher Amplitude und ultraniedrigen Frequenzen. Es war ein so starkes Geräusch, dass es in einer Entfernung von über 3000 Meilen zu hören war. Damals war die Quelle des Geräuschs für die Mitarbeiter der NOAA ein völliges Rätsel. Und so nannten sie es Bloop und begannen eine jahrzehntelange Untersuchung des unerklärlichen Geräuschs. Zu Beginn ihrer Theorien gingen sie davon aus, dass das Geräusch von einer Art Meerestier verursacht wurde, obwohl ein so lautes Geräusch von einem Lebewesen von der Größe einer Insel verursacht worden sein müsste. Das war, gelinde gesagt, ein wenig beunruhigend. Dann wurde diese lustige Idee durch die viel langweiligere ersetzt, an der man heute festhält. Der Bloop war das Ergebnis von Gletscherbewegungen oder eines großen Eisbergs, der irgendwo in der Ferne abstürzte. Aber was stellen Sie sich unter diesem mysteriösen Geräusch vor? Haben Sie irgendwelche lustigen Verschwörungstheorien, die Sie in die Runde werfen wollen? Lassen Sie es mich in den Kommentaren unten wissen. Koboldhai. Der in der Tiefsee lebende Koboldhai sieht aus wie eine albtraumhafte Kombination aus einem furchterregenden Aliengesicht und einem zerquetschten Dinosaurierhai. Er ist ziemlich grauenhaft, aber ich sollte etwas nicht nach seinem Aussehen beurteilen. Ich weiß, das ist nicht fair. Aber sind diese Typen wirklich so furchterregend, wie sie aussehen? Nun, wir werden es herausfinden. Mit seiner langen Schnauze an der Oberseite und einem Satz sehr scharfer Zähne an der Unterseite scheint dieser Hai gut genug ausgerüstet zu sein, um einige räuberische Dinge zu tun. Er hat eine seltsame Technik, um seine Beute zu fangen. Der Koboldhai kann seine Kiefer ausfahren und dann eine gefährliche Schnappbewegung ausführen, um eine vorbeiziehende Beute zu packen. Und dann einfach seine Kiefer wieder einfahren und den Fang verschlingen. Gruselig. Dieser langnasige Hai ist zum Glück viel fauler als viele andere Haie. Sein träges Verhalten bedeutet, dass er bei einer rasanten Verfolgungsjagd wahrscheinlich nicht viel Energie verbraucht. Und ein Blick auf diesen verrückten Fisch genügt, zu wissen, dass man ihn allein aus Angst überlisten kann. Ich bin froh, dass das hier vorbei ist. Diese Kerle machen mir eine Gänsehaut. Der Riesenamphipode. Schauen Sie sich nur einmal die Größe dieser Dinger an. Es gibt nichts Besseres als ein riesiges Krustentier, um einem Albtraum eine neue Dimension zu verleihen. Bei der Erforschung eines Tiefseegrabens bekamen einige Meeresforscher ihre eigenen schlechten Träume, als sie Faunen in die tiefsten Tiefen schickten, um zu untersuchen, was dort unten vor sich geht. Sie hatten zuvor nur die schwachen Verwandten dieser riesigen Amphipoden gesehen und waren nicht an die monströsen Ausmaße der Meeresbewohner gewöhnt. Tatsächlich sind diese großen Jungen und Mädchen mehr als 20 Mal größer als ihre normalen Verwandten. Die Wissenschaftler waren so erstaunt über die Anwesenheit dieser seltsamen Kreaturen, dass sie sich einfach nicht erklären konnten, was sie an diesem Ort zu suchen hatten. Aber das ist es ja gerade. Nicht wahr? Das ist es, was all diese Meeresbewohner noch ein bisschen erschreckender macht. Wir wissen so wenig über sie, selbst darüber, wo wir sie finden könnten. Die Welt ist mit Wasser bedeckt. Und doch ist das, was darunter liegt, für uns Landbewohner immer noch ein Rätsel. Das schreckt ein wenig vom Paddeln ab, nicht wahr? Besondere Entdeckung. In der Nähe des Marianengrabens hat die Kamera eines U-Boots etwas Schreckliches eingefangen. Eine riesige Kreatur tauchte aus der Dunkelheit auf. 2 hornartige Gebilde wölbten sich zu beiden Seiten seines Mauls und ließen es wie eine Bestie aus einer anderen Welt aussehen. Die Besatzung erstarrte und sah schockiert zu, wie das Ungeheuer auf sie zuschwamm. Handelte es sich um eine unbekannte Spezies, die seit Jahrhunderten im Abgrund verborgen war? Wissenschaftler versuchten, die Aufnahmen zu analysieren. Was glauben Sie, was sonst noch in der Tiefe lauert? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Lamal. Oh, wir haben einen weiteren Anwärter auf den tiefsten lebenden Fisch auf der ganzen Welt. Das ist der Lambal und er lebt in sehr tiefen Gewässern.
Diese Knochenfische werden aufgrund ihres Aussehens Aale genannt. Aber eigentlich sind sie eine Fischart aus der gleichen Gruppe wie Thunfisch, Barsch und Seepferdchen. Arten dieser Fische gibt es seit der späten Kreidezeit. Und man hat Fossilien von Lumbaalen aus dieser Zeit gefunden. Sie sind also ziemlich gut an das Leben in der Tiefsee angepasst, das sie bevorzugen. Das tun sie schon seit langer Zeit. Sie leben in gemäßigten und tropischen Gewässern auf der ganzen Welt und halten sich in der Nähe des Meeresbodens auf. Eine Lumbaal-Art mit einem unaussprechlichen lateinischen Namen wurde offenbar auf dem Grund des Puerto Rico-Grabens nachgewiesen. Angeblich in 8370 Metern Tiefe. Das ist eine schlechte Nachricht für den Schneckenfisch, denn er übertrifft seinen Rekord um 34 Meter. Schneckenfische. Als nächstes haben wir eine Kreatur, die ebenfalls auf den Namen Impossible Fish hört. Und nein, das bezieht sich nicht darauf, dass es sich um einen veganen Ersatz wie einen Burger oder Ähnliches handelt. Er ist unmöglich, weil er seltsamerweise in der Lage zu sein scheint, in Tiefen zu leben, in denen er niemals überleben, geschweige denn gedeihen könnte. Bis zur Entdeckung des Schneckenfisches waren Wissenschaftler der Meinung, dass Fische nicht unterhalb von 8200 Metern leben können. Sie hielten es für physiologisch unmöglich. Aber dann entdeckten Forscher aus Japan und Australien einen Schneckenfisch, der in einem Graben in 8336 Metern Tiefe lebte und alle bisherigen Rekorde brach, die von einem anderen Schneckenfisch im Marianengraben gehalten worden waren. Diese Fische sehen verrückt aus, aber andererseits leben sie im Allgemeinen in der Dunkelheit, wo es sonst nichts gibt. Also was kümmert sie das? Barely. Dieser Fisch sieht wirklich sehr seltsam aus. Und es scheint, je tiefer wir in die Ozeane der Welt schauen, desto seltsamer werden die Meeresbewohner. Und der Barreleye-Fisch ist eine solche Kuriosität, ausgestattet für eine Hauptrolle in einem Science-Fiction-Film. Hat der Barreleye einen transparenten, kuppelförmigen Kopf mit besonders empfindlichen, röhrenförmigen Augen, die von einem mit grüner Flüssigkeit gefüllten Schild bedeckt sind. Es hilft dem Tier, Beute über sich zu erkennen, selbst wenn es in der pechschwarzen Dunkelheit der tiefen Ozeane schwimmt. Sie haben auch ein paar Nasenlöcher, die wie traurige Augen aussehen, und eine spitze Schnauze mit einem kleinen Mund. Sie haben flache, längliche Flossen, mit denen sie sich bewegungslos im Wasser fortbewegen können. Und ihr Körper enthält eine Reihe von Leuchtorganen, die den Fischen ein unheimliches Leuchten verleihen. Auch wenn der Fisch kein Ölgemälde ist, kann man kaum behaupten, dass er nicht gut an seinen Lebensraum in der Tiefsee angepasst ist. Er ist wahrscheinlich einer der am besten ausgerüsteten Fische, um dort unten zu funktionieren. Und während andere Tiefseetiere ihr Augenlicht verloren haben, hat der Barreleye-Fisch sein Sehvermögen so geschärft, dass er auch in der Dunkelheit arbeiten kann. Das verschafft ihnen definitiv einen Vorteil bei der Nahrungssuche und Aufnahme. Und vielleicht auch beim Ausweichen vor Raubtieren. Schwarzer Meeresteufel. Als nächstes haben wir einen super gruseligen Meeresbewohner namens Schwarzer Seeteufel. Ich weiß, das hört sich freundlich an. Aber wo ist das Problem? Nun, sehen Sie sich für Anfänger die Zähne dieses Tieres an. Diese Fische haben einen gallertartigen, runden Körper, der größtenteils frei von Schuppen ist. Und sie haben einen riesigen Kopf und jede Menge sehr scharfe, zahnähnliche Zähne. Einige von ihnen haben sogar Stacheln am Körper, weil sie nicht schon unheimlich genug waren. Sie gehören zu den Seeteufeln, was bedeutet, dass sie in tiefen Gewässern leben, meist in der Nähe des Meeresbodens. Sie gehören also zu den seltsamen Kreaturen, die ihre eigene Leuchtquelle haben, die sie in dem seltsamen, fleischigen Ding nutzen, das oben aus ihrem Kopf heraushängt. Dieses Ding ist ihr Köder, mit dem sie ihre Beute anlocken. Wie ein Angler mit einer Angelschnur. Verstehst du? Seeteufel sind wirklich effiziente Jäger. Sie haben nicht nur einen ganzen Haufen extrem unangenehmer, scharfer und spitzer Zähne, sondern auch ein absolut gigantisches Maul. Das riesige Maul des Seeteufels erstreckt sich über den gesamten Umfang seines Kopfes und es kann so weit geöffnet werden, dass diese furchterregenden Meeresbewohner Beutetiere verschlucken können, die doppelt so groß sind wie sie selbst. Kamjeli. Diese ungewöhnlichen Lebewesen sind Kammquallen oder Sophentophoren. Sie haben Wissenschaftlern einen besonderen Einblick in den Evolutionsweg anderer Tiere, einschließlich des Menschen, ermöglicht. Es ist seltsam. Aber diese seltsame Spezies ist ein wenig mit dem Menschen verwandt. Diese Kammquallen können Forschern helfen, die Evolution der neuronalen Entwicklung und der Nervenbahnen zu untersuchen. Sie haben kein Gehirn,
Aber ihre Nervenzellen sind durch ihren ganzen Körper wie ein Netz miteinander verbunden. Und obwohl sie wie Quallen aussehen, sind sie nicht wirklich verwandt. Diese beiden verschiedenen Arten haben extrem unterschiedliche evolutionäre Wege eingeschlagen. Bei den Kammquallen gibt es derzeit ein merkwürdiges Phänomen. Während der Klimawandel vielen Arten das Überleben erschwert, scheinen diese Tiere geradezu zu gedeihen und können in manchen Gebieten riesige Blütenstände verursachen. Dies führt dazu, dass diese Kreaturen in einem Gebiet dominieren und andere vielfältige Organismen schnell ausrotten. Diese Kreaturen könnten bald unsere Ozeane übernehmen. Marine Beilbauchfische. Nun, woher dieser Kerl seinen Namen hat, ist doch wohl klar, oder? Offensichtlich hat der beilartig geformte Körper die ach so fantasievollen Namensgeber der Tiefseefisch-Untersuchungsabteilung oder wo auch immer die Namensgebung stattfindet, in ihren Bann gezogen. Es ist ein Mitglied einer lächerlich unaussprechlichen Familie von Tiefseefischen. Es gibt etwa 45 verschiedene Arten innerhalb dieser speziellen Gruppe. Sie variieren in der Größe von etwa 6 Zoll bis hinunter zu einem winzigen 1 Zoll Wunder. Und sie haben auch diese biolumineszente Fähigkeit, die so viele Tiefenbewohner zu haben scheinen. Damit erzeugen sie ein Gegenlicht, das ihnen hilft, Fressfeinden zu entkommen, indem sie sich so verstecken, dass sie von unten gesehen nicht dunkler erscheinen. Das ist ziemlich cleveres Zeug. Für die Kenner der Welt der Beilbauchfische gibt es offenbar auch eine Art Süßwasserbeil. Und das sind die Arten, die man oft in seinen Heimaquarien hat. Nicht diese aufregenden Tiefseearten mit der Form einer gefährlichen Beilklinge. Wer hätte das gedacht? Ist das nicht ein Nervenkitzel für Albtraumfische? So viel Spaß haben wir noch nie erlebt. Jumbo Octopus. Diese Tintenfische leben in den tiefsten und dunkelsten Tiefen des Ozeans. Die tiefste aller bekannten Krakenarten liegt tatsächlich bei 13.100 Fuß. Was bedeutet, dass diese Tiere an ein Leben in sehr kaltem Wasser ohne jegliches Sonnenlicht angepasst sind. Der seltene Jumbo-Oktopus hat auch einige ungewöhnliche Verhaltensweisen, die ihm helfen, einen Partner zu finden und sich erfolgreich fortzupflanzen. Wenn die Möglichkeiten begrenzt sind und es nur sehr wenige Arten gibt, muss man kreativ werden. Verstehst du? Jetzt ist es ein bisschen eklig, aber es wird schon gehen. Der weibliche Jumbo-Oktopus trägt im Grunde eine Vielzahl von Eiern in den verschiedenen Entwicklungsstadien mit sich herum, sodass er sich, wann immer er ein Männchen trifft, mit Sperma eindeckt. Man weiß einfach nie, wann man einen anderen geeigneten Junggesellen für eine oder mehrere Meilen in der Dunkelheit finden könnte. Daher haben sie die einzigartige Fähigkeit, ihr Sperma nach der Paarung über lange Zeiträume zu speichern. Das bedeutet, dass die weiblichen Jumbo-Kraken immer dann, wenn sie optimale Bedingungen für die Zeugung von Babys haben, die gespeicherten Spermien mit den am besten entwickelten Eiern einsetzen können und so die besten Chancen für eine erfolgreiche Fortpflanzung haben. Das ist wirklich sehr ermutigend. Überreste von Bartenwalen. Wenn ein Lebewesen im Meer stirbt, gibt es eine ganze Reihe von natürlichen Aufräumarbeiten im Meer. Viele Meeresbewohner werden sich tagelang an dem Kadaver zu schaffen machen. Der Körper eines riesigen Bartenwals ist ein Festmahl für Tausende von kleinen Meeresbewohnern. Und das ist alles ziemlich grausam. Aber das ist nun mal die Natur. Und es ist ein halsbrecherisches Geschäft, am Leben zu bleiben. Zu den Bartenwalen gehören verschiedene Walarten, darunter Buckelwale, Blauwale und Finnwale, die aufgrund ihrer Ernährungsweise so genannt werden. Sie ernähren sich ausschließlich durch ihr Bartensystem. So nehmen sie mit ihrer Nahrung große Mengen Wasser auf, sieben es wieder aus und halten die Beute fest, während sie das Wasser wieder nach außen drücken. Sie tauchen bis zu einer Tiefe von etwa 200 Metern, um sich zu ernähren, wobei sie hauptsächlich Krill fressen. Aber diese riesigen Säugetiere sind anpassungsfähig und fressen auch andere Fische, wenn es eine Ladung von ihnen gibt. Sie haben eine coole Technik, um einen Fischschwarm aufzusammeln. Bartenwale schwimmen im Kreis um die Fischschwärme herum und bringen sie dazu, sich zu einer Art leicht zu verspeisendem Bündel zusammenzuschließen, das sie dann mit dem Maul einfangen können. Nun, das ist in der Tat sehr interessant. Mal sehen, was als nächstes kommt. Tischtennis-Baumschwamm. Die Tiefsee ist sicherlich voll von gruseligen und seltsam aussehenden Fischen und gespenstischen alten Schiffswracks und sehr dunklen und geheimnisvollen Orten. Aber wusstest du, dass es dort unten sogar gruselige Bäume gibt? Ich auch nicht. Aber anscheinend gibt es sie. Das ist der Tischtennis-Schwammbaum. Er heißt so,
weil er im Grunde wie ein Baum aussieht, der mit Tischtennisbällen bedeckt ist. Das hört sich ziemlich harmlos an, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Es handelt sich eigentlich um einen fleischfressenden Schwamm, was sehr schön ist. Der Baum selbst wird etwa 20 Zentimeter hoch und das meiste davon befindet sich in seinem dünnen Stiel. Oben gibt es dann einen Haufen seltsamer Kügelchen oder Ping-Pong-ähnlicher Bälle, die in alle Richtungen wachsen. Sie sehen vielleicht ein bisschen zart und ein bisschen trippig aus, aber diese Dinger sind tatsächlich tödlich. Sie sind mit winzigen Stacheln bedeckt, die wie Haken geformt sind und jedes winzige Lebewesen einfangen, das sich ihnen auch nur nähert. Und im Allgemeinen verdauen die Schwämme ihre Beute langsam. Molekül für Molekül. Was für eine Horrorshow. Da USS Johnston. Unter der Meeresoberfläche, tiefer als das Licht reichen kann, wartete etwas Unglaubliches darauf, gefunden zu werden. 75 Jahre lang ruhte es still auf dem Grund eines der tiefsten Meeresgräben der Erde. Bis jetzt. Dies ist die Geschichte des tiefsten Schiffswracks der Welt, der USS Johnston. Im Oktober 1944 kam es vor der Küste der Philippinen zu einem gewaltigen Seegefecht. Hunderte von Schiffen und über 1000 Flugzeuge füllten den Himmel und die See in einem historischen Showdown. Unter diesen Schiffen befand sich auch die USS Johnston, ein entschlossener und schnell fahrender Zerstörer, der eine Schlüsselrolle in der intensiven Schlacht spielte. Obwohl sie waffentechnisch unterlegen war und mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, hielt die Johnston länger durch, als alle erwartet hatten. Sie gab alles, was sie hatte. Und nach stundenlangem, entschlossenem Einsatz glitt sie unter die Wellen und in die Legende. Jahrzehntelang blieb ihre letzte Ruhestätte ein Geheimnis. Aber der Ozean hält seine Geheimnisse gut verborgen, vor allem im Philippinengraben, einem der tiefsten Teile des gesamten Planeten. Wie tief ist tief? Stellen Sie sich vor. Der Mount Everest würde auf den Kopf gestellt und unter die Wellen gelegt. Selbst seine Spitze würde hier nicht die Oberfläche durchbrechen. Der Graben reicht über 6 Meilen tief. In einer schwindelerregenden Tiefe von 3,7 Meilen, fast doppelt so tief wie die Titanic, machten Forscher mit hochmodernen Tauchbooten eine bahnbrechende Entdeckung. Die Überreste der USS Johnston, die bemerkenswert gut erhalten sind. Der Bug und der Rumpf sind noch intakt. Ihre Identität ist unverkennbar. Dies ist nicht nur ein Stück Metall, das auf dem Meeresboden ruht. Es ist eine eindrucksvolle Erinnerung daran, wie Geschichte in der Stille unter den Wellen schlummern kann und auf den richtigen Moment wartet, um wieder sichtbar zu werden. Die Tiefsee birgt mehr als nur alte Schiffswracks, sie birgt Geschichten, Geheimnisse und in der Zeit eingefrorene Momente. Lassen Sie mich in den Kommentaren wissen, was Sie denken und ob eine dieser Tiefsee-Entdeckungen Ihre Fantasie angeregt hat. Vergessen Sie nicht, die Seite zu liken und zu abonnieren, um weitere interessante Reisen zu erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.